You and me, we're going on an adventure together. Come on! That was scary, right? Well, don't be afraid, because today we are discovering something very special, a tunnel guidance system. It's like the smart brain of a tunnel. So for me, honestly, when I'm driving through a tunnel, I'm always very happy and relieved when I arrive safe on the other side. But is that fear justified? How safe are modern tunnels? And what systems are put into place to make them even safer? Well, that's what we're going to explore together. We're here in Wallis, Switzerland, where the safety systems of a tunnel are being tested thoroughly. And today we're meeting the expert Sascha from the company Bergauer. Let's see if he can ease my worries and answer my questions. But where is he? I see, over there. Hi, Sascha. Hi, Anja. Hello, hi, nice to meet you. Sascha, ich habe eine Frage. Gerne. Und zwar, was macht ihr bei Bergauer, um Tunnel sicherer zu machen? Wir planen und entwickeln Leitsysteme. Also Verkehrsinfrastrukturmanagement? Richtig, ganz genau. Okay. Wir sind hier in CISP. Hier ist eines unserer Systeme in Betrieb. Das ist einer der längsten Tunnel, den wir hier betreiben. Und, was wir heute hier machen, ist ein Test. Heute geht es eigentlich darum, mit Rauch und Feuer das nachzustellen, was passieren könnte, wenn ein Fahrzeug stehen bleibt. Es geht ja am Schluss immer darum, alle Personen schnell und sicher aus dem Tunnel zu kriegen. Alles klar. Und wie funktioniert so ein Leitsystem genau? Also was macht das? Ja, wir sind eigentlich ein bisschen der Mittelpunkt von allem. Mit uns sprechen alle die Anlagen. Wir haben Branddetektionen, wir haben Signalisationen, wir haben die Beleuchtung, wir haben Ventilation, also die Lüfter. Und das gibt uns Input und wir geben denen Befehle, was sie zu tun haben. Mhm. Also kann ich mir das so ein bisschen vorstellen wie ein Orchester und ihr seid die Dirigenten. Also alles muss zusammenspielen und miteinander harmonieren. Das ist richtig. Also wir sind der Mittelpunkt. Und was wir dann tun, wir melden das an das übergeordnete System. Ja. Das ist das, was die Polizei eigentlich bedient, um dann beispielsweise bei einem Brand in einem Tunnel dann die Umleitungen. Also das wird wirklich übergeordnet sozusagen erfasst und auch bedient. Grundsätzlich ist unser Leben ja so, wir möchten schnell irgendwie von A nach B kommen und da können wir vor allem unseren Beitrag dazu leisten, wenn wir mit der Signalisation beispielsweise wirklich die ganzen Wege richtig schalten, dass man nicht im Stau steht, dass man schnell von A nach B. Genau. Ich kann mir vorstellen, gerade in einem Tunnel ist das sehr kritisch, weil ich möchte nicht in einem Tunnel gefangen sein und dann nicht wissen, wo ich hin muss, wenn es brennt. Gegenüber einer offenen Strecke ist der Tunnel einfach, da gibt es einen Ein- und einen Ausgang. Und wenn du dort gefangen bist, dann bist du froh, wenn du geleitet wirst, wie du am schnellsten wieder rauskommst. Absolut. Richtig. Danke, das war sehr interessant. Sehr gerne. Ich habe allerdings noch eine letzte Frage. Ja. Und zwar, ich habe gehört, dass die Schweiz so als Land im internationalen Vergleich sehr gut ist, was Nachhaltigkeitsinitiativen angeht. Lustig. Hast neu für mich. Hast du das gar nicht gewusst? Habe ich nicht gewusst. Ja, was man alles lernt. Ist das ein Thema bei euch? Oder wenn du so drüber nachdenkst, Bergauer Business? Also, grundsätzlich, jetzt wo du es so erwähnst,
Und vieles bei uns ist, wie die Abfalltrennung beispielsweise, das geht ganz automatisch. Wir tun das einfach so, das ist für uns normal. Aber jetzt, wo du das erwähnst, auch in den Projekten, da gibt es viele Vorschriften eigentlich, wie wir was machen sollten, wo wir Rücksicht nehmen müssen. Es ist nicht ohne, das ist schon so. Okay, ja lustig. Also, vielleicht ist das deswegen für euch schon, weil es eben so normal ist, dass es gar nicht auffällt. Aber ich kann dir sagen, also sehr oft, wir hören schon sehr viel Gutes auch darüber, dass soziale Werte und Umweltwerte in der Schweiz einfach gelebt werden. Das ist sehr schön. Ja, also siehst du, schöne Sache. Super, na danke vielmals. Danke Anja für deinen Besuch. Für deine Zeit und das interessante Gespräch. Gerne. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt auch etwas gelernt, so wie Sascha und ich heute. Und wir sehen uns das nächste Mal beim nächsten Abenteuer.